Unfassbar. Regen überstehen ohne zu weinen. Genial. Flusswasser trinken ohne sofort zu sterben. Vielleicht ist die Idee doch gar nicht so doof, mit irgend so einer Clickbait-Riesenüberschrift daherzukommen. Kocher fast explodiert und Zelt abgebrannt. Also ich sag, hoch ist immer besser als runter. Stichwort Regenbekleidung. Super, ganz super. Hier drunter, das ist ein trocken gewordener Traum. Und die Gore-Tex-Schuhe, ach was rede ich. Das sind Gummistiefel mit Belüftung. Den Polarkreis habe ich übrigens gestern überquert. Und da soll auch wohl ein Schild am Baum sein. Habe ich nicht gesehen. Hätte ich es gesehen, hätte ich natürlich drumherum getanzt, Selfies gemacht, Hula Hula, was man halt so macht am Polarkreis. Was ein Luxusweg. Heute neu gemacht. Ich bin quasi der Erste, der diese Bohlen hier beschreitet. Hallo, zu Hause für eine Nacht. Habe ich mich eigentlich schon mal über Brücken gefreut. Das ein oder andere Mal, aber es lohnt sich immer wieder. Also Brücke, Freuung. Guten Morgen auf in einen neuen Tag. Ja, ich bin echt nicht gut drauf, gar nicht gut drauf, trotz der Bude gestern. Trotz der Bude, ich bin gestern noch weggerutscht. Und jetzt tut mein linkes Bein, naja, es tut nicht wirklich weh, aber es läuft nicht rund, ist ganz zäh und ja, unrund. Und so unnötig beim Wasserschöpfen. Das hätte es echt nicht gebraucht. Mann, ey, trotz der Bude gestern bin ich echt, ja, was ist denn los heute? Ich frage dich, was ist denn los heute? Ja, ganz komischer Morgen. Und dann habe ich auch noch vergessen, meine Bude zu filmen, mein Zuhause für eine Nacht. Und die nächsten Tage ist hart Regen und ich muss irgendwo noch rudern und dann auf dem Motorboot warten. Ein ganz langer Tag und dann ein kurzer und warten. Das passt alles nicht zusammen und passt mir nicht in den Kram. Boah, ja, das schlägt irgendwie richtig auf die Laune. Und dann habe ich noch meine Fotos gestern angeguckt. Auch kaum Gutes dabei. Und dann habe ich extra viel Essen mit. Jetzt habe ich zu wenig Hunger. Jetzt trage ich dieses scheiß Essen die ganze Zeit mit mir rum. Boah, das muss doch alles nicht sein. Echt, also, ne, jetzt mache ich irgendwie eine Stunde hier fluchen, bemitleide mich ein bisschen, dann ist gut. Ich meine, ich freue mich ja hier zu sein. So ist ja nicht. Schöne Welt. Aber trotzdem, so ein Morgen, der zimmert immer richtig rein. Tiere. Hier sind Tiere im Wald. Ja, so ein Morgen, der zimmert immer richtig rein.
Mir ist auch viel zu warm, aber ich habe keine Lust, meinen Rucksack abzusetzen, um mich umzuziehen. So, reicht. Heute Curryreis, auch ganz geil. Schön im Zelt, draußen ungemütlich. Ist geil. Vom Prinzip bin ich ja ohne Ende am Content kreieren. Sozusagen ein Content Creator, ohne das Bestreben, Content Creator zu sein. So, soziale Medien, Star, Influencer, dies, das, Marke. Aber ja, habe ich gar nicht das Bestreben. Und wenn doch, müsste ich das wahrscheinlich alles komplett ändern. Dafür bin ich viel zu leise. Müsste ich für die YouTube-Videos neue Überschriften ausdenken. Unfassbar! Regen überstehen ohne zu weinen. Kocher fast explodiert und Zelt abgebrannt. Und im Video sieht man dann nur, wie der Gaskocher eine kleine Fehlzündung hat. Aber die Überschrift hat dazu animiert, das Video zu gucken. Ja, aber das ist ja nicht rund. Das ist ja nicht rund. Ja, Quatsch. Und Marken testen. Irgendwelche Produkte. Boah. Auch schwierig. Ich glaube, das hält ja keins durch, keins aus. Ich nehme die ja auseinander von A bis Z. So, nichts, was ich habe, hält sein Versprechen 100%. Ob die Marken das wollen, weiß man nicht. Also klar, ein bisschen Schwund ist immer. 100% muss ja auch nicht sein. Oh, manche Sachen sind aber unter aller Kanone. Und wenn ich das dann in aller Deutlichkeit mache, weiß nicht. Ich bleibe ein bisschen stiller und das reicht. Und hier im Nebel, da brummen immer die Rentiere. Man sieht sie nicht, aber die brummeln da halt so rum. Warum auch immer. Sehr cool. So, ich habe noch mal über meine sozialen Medienüberschriften und so weiter hier Karriere als Marke und laut heraus, hier bin ich, nachgedacht. Vielleicht ist das im Grundsatz gar nicht so doof. Am Anfang erstmal ein paar Sekunden laut und so weiter. Ich meine, die Algorithmen, die interessiert das ja nicht. Für die zählt nur, dass man am Anfang viel guckt. Wie man das macht, wer das macht, ist völlig belanglos. Und von daher, wenn ich das irgendwie so mache, erstmal laut und danach dann leise wie immer, dann bleiben die, für die das was ist, und die anderen, die Mord und Totschlag erwartet hätten, ja, die gehen dann halt wieder, was auch nicht so das Problem ist. Von daher, ich werde mir das mal überlegen. Auf Überschriften könnten dann noch sein, Fleischwunder ausbrennen wie Rambo in Rambo 1.
Genial. Flusswasser trinken, ohne sofort zu sterben. Oder unfassbar. Wandern ab morgen verboten. Heute der letzte Tag? Fragezeichen. So in dieser Art. Wobei die Rambo-Überschrift tatsächlich passend sein könnte. Denn da bahnt sich was an. Das erzähle ich später. Ich rede schon wieder zu viel. So, das dazu. Du fühlst dich gut unterhalten und hast Freude dabei, meine Videos anzuschauen? Das finde ich super. Richtig super. Und ich danke dir sehr für deine Zeit. Abonniere doch gerne meinen YouTube-Kanal. Damit machst du mir dann eine sehr große Freude. Und ich sage Hurra! Oh, sumpfig. Hurra! Doppeltes Hurra! Hier oben, das ist einfach meine Welt. Egal, Regen, Sturm, Sonne, Wolken, Nebel, spielt keine Rolle. Hier oben ist einfach gut. Klar, unten im Wald, da mit Flüsschen hier, Romantik da und so und so Ronja Räubertochter-Feeling. Schön, sehr schön. Aber hier oben mit weit gucken, hier oben ist halt einfach auch so viel Platz. So viel Platz, so viel, da engt nichts ein. Da können meine Gedanken denken, werden nicht aufgehalten. Mein Kopf ist einfach zu klein für meine Gedanken. Nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil die so durcheinander sind. Und wenn es mehr Platz gibt, dann vertüdeln die sich nicht so. Und dann ist ein bisschen mehr Klarheit da drin. Von daher ist das hier durchaus sehr angenehm, wenn nicht so viel vertüdelt ist. So, das hier mal. Ruderpart. Ja, ich habe mich wieder mit mir gerungen. Kennt das ja? Eigentlich war Rudern morgen dran, aber wegen Regen und vielleicht Wind habe ich heute jetzt ein bisschen durchgeballert und ruder jetzt hier in der Abendsonne um 16 Uhr über den See. Und der Knaller ist, es sind 3 Boote hier. Das heißt, ich muss nur einmal rüberfahren. Totaler Luxus. Und dann wird man sehen. Richtig gut. Eine Entscheidung war schon mal gut. Ich muss mir jetzt erst noch mal überlegen, welche Cinderella ich mir hier aussuche. Oh, das gefällt mir. Braucht erstmal noch eine Schwimmweste. So.
1000 Jahre nicht mehr gerudert, ey. Außerdem sitze ich doch falsch rum. Verdammte Axt. Könnte klappen. Gut. Klappt. So. Nur noch heiler rauskommen. Erstmal schon ein bisschen weg. Das war also die wilde Ruderboot-Tour. Der Tag heute, huiuiui, ey, heute Morgen, naja, wie auch immer. Ruderentscheidung war auf jeden Fall gut. Heute bei schönem Wetter, ruhiger See. Wenn ich das morgen mal Regen gemacht hätte, ey, dann regnet ins Boot, regnet auf mich, regnet überall. Nee, naja gut. Aber das war schon zu viel, anstrengend. Bin richtig erledigt. Richtig durch von A bis Z. Morgen früh gehe ich dann früh los, regnet wahrscheinlich, wir werden sehen, zum Motorboot, der mich über den See bringt. Und da ich durch diese lange Etappe heute jetzt einen Tag mehr habe, mache ich morgen direkt dann Pausentag. Ich glaube, die haben da eine Hütte und dann mache ich da einfach den ganzen Tag Ruhe im Karton. Warum nicht? Für heute viel, morgen wenig. Mal gucken. Gute Nacht. Ach ja. Vergaß, Zeltplatzsuche war auch wieder echt. Deswegen musste ich auch so weit gehen, weil es nichts gab. Und jetzt stehe ich hier irgendwo reingezwängt auf der Kuppe. Aber immerhin was gefunden, Wasser in der Nähe. Gute Nacht. Guten Morgen! Auf einen neuen Tag. Also definitiv eine gute Entscheidung, gestern gerudert zu sein. Sonst wäre das jetzt das Wetter zum Rudern. Ja, Zelt habe ich noch abgebaut gekriegt in einer Regenpause. Und jetzt steuere ich auf das Motorboot zu. Nun denn, nun denn. Es regnet ein wenig. Und ich freue mich, dass ich gestern gerudert bin. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube. Oh ja. Das wollte ich, so wollte ich mich einmal mitteilen. Zum Thema Regenklamotten. Also meine Regenjacke ist wie ein geöltes Brett. Regenhose ist quasi so trocken wie die sonntägliche wollige Sofadecke. Und Schuhe, Gore-Tex, Gummistiefel mit Belüftung. Aber das brennt alles. Kann nur noch regnen, viel geiler. Nee, Spaß beiseite. Nee, alles weg. Aber es ist trotzdem nur feucht unter der Klamotte. Und nicht eben durchgeweicht oder so. Und die Wärme, weil ja kann nicht rein, kann nicht raus, bleibt drin. Und deswegen ist das schon sogar in Ordnung. In Ordnung mehr nicht. Das reicht ja aber vielleicht auch. Okay. So, jetzt mache ich wieder ein bisschen in Regenkanzel. Die Hütten hier am Motorboot sind nicht nutzbar, aber die Verandas wären es gewesen. Aber wäre ich gestern hier noch hergelaufen,
ich mich hierher bemüht. Ja, wäre nichts anderes gewesen, denn die Verandas waren schon belegt von einer Herrengruppe aus Schweden. Von daher dann doch irgendwie alles richtig gemacht. So, jetzt ab zum Motorboot. You sure? Hallo zu Hause für eine Nacht. Ideal. Und ich habe einen ganzen Pausentag. Es ist gerade mal 10 Uhr nach der Motorboot-Tour hier. Kleines Sofa, kleiner Tisch. Super, richtig entschieden. So, also Thema Überschriften, Clickbait. Ich glaube, das passt nicht. Das möchte ich nicht machen. Aber vielleicht schneide ich die Videos am Anfang ein bisschen schneller. Ich meine, wenn ich 5 Minuten Intro mache, wo ich nur erzähle, muss man schon wirklich Interesse haben, mir zuzuhören. Und wer nur Natur gucken will, deswegen, ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Und zum Thema Rambo. Ich werde keine Fleischwunde mit Schwarzpulver ausbrennen müssen. Aber es zeichnet sich ab, dass ich den Zehennagel an meinem großen Zeh verliere. Oder es bildet sich eine Blutblase darunter. Man weiß noch nicht genau, wie er sich entscheidet. Und wenn es eine Blase wird, dann werde ich eine Nadel zum Glühen bringen und dann durch den Fußnagel da reinstechen, um den Druck daraus zu nehmen. Also fast Rambo. Das Gute ist, ich weiß, wie das geht. Ich habe das schon mal gemacht. Also bekanntes Terrain und nichts Neues. Von daher mal schauen, wie sich der Zeh entscheidet. Ja, so viel dazu. Ja, auf jeden Fall, ich bin in Quickjok. Wer hätte das gedacht? So, ich habe mir natürlich wieder ein Verpflegungspaket nach Quickjok bestellt. Diesmal allerdings nicht 1, sondern 2. Plötzlich erschrocken, da steht direkt am Weg ein Zelt. Ein weißes Zelt.